Du willst Geld für Essen haben. Was glaubst du, wo du eigentlich bist? Solange du unter meinem Dach lebst, wirst du gar nichts bekommen. Seh zu, wie du klarkommst. Was versteckst du eigentlich da immer in deinem Zimmer? Wenn ich nur eine einzige Sache dort in dem Müll finde, dann fliegt dein gesamtes Sortiment aus dem Fenster raus. Hast du mich verstanden? Mach mir keine Szene hier. Wenn du Hunger hast, dann ist das nicht mein Problem. Geh mir aus den Augen. Ich weiß, dass du versuchst, die Zeit mit mir zu verbringen, aber es ist halt schon schwierig, einfach immer wieder in diese Rolle zu schlüpfen, dass dann alles in Ordnung wäre, dass ich dann weiterhin deine Freundin sein könnte. Und bei den ganzen Erlebnissen zur Zeit braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, dass man dann wirklich mit einer anderen Person zurechtkommt. Man braucht ein bisschen mehr Distanz untereinander und auch mal, dass man nicht immer direkt irgendwas zusammen macht und dass man dann den Sinn von einer Freundschaft sieht, sondern es wäre besser, dass man untereinander das abmacht, wie man sich unter Freunden verhält. Wenn ich das aber dann direkt so auch so mache, dann muss das auch unter uns dann abgeklärt sein, dass jeder seine eigene Zeit haben kann und keiner direkt einen bedrängen tun wird, die ganzen Aktivitäten, die wir machen. Ansonsten, wenn wir immer wieder Spaß haben, dann, wenn es im eigenen Zeitfenster passen tut. Aber ansonsten wäre das doch besser, dass wir dann erstmal Abstand gewinnen können und dann gleichzeitig dann sagen, okay, wenn wir die Zeit dann zueinander finden können, dass wir da beide die Absprache dazu haben. Können wir uns darauf einigen, Nazuki? Ich weiß ganz genau, wie sie sich nämlich fühlt. Ich habe das immer wieder auch eine längere Zeit lang so durchmachen müssen. Das heißt, ich werde definitiv da das, was von meinen Erlebnissen und den Gefühlen in mir zum Ausdruck gebracht wird und dem inneren Kampf, den sie verspüren tut, werde ich definitiv dann auch noch mit hineinbringen in diesen Brief. Sie soll nämlich wissen, wie heftig es einfach ist und dass auch gleichzeitig aber auch Verständnis darüber gebracht wird. Ich habe es dann in dem Sinne so weit gemerkt, dass mir die gesamten Leute unangenehm sind, indem ich eine schüchterne Seite habe. Aber ich weiß, dass nämlich Nazuki da das Ganze anders angeht, anstatt nämlich, dass sie schüchterne Seite zeigt. Sie ist nämlich in Wirklichkeit auch schüchtern, aber es ist aber trotzdem eher möglich, dass man nämlich dann sagen kann, okay, sie muss das Ganze mit der Aggression weiterhin noch versuchen, das Ganze einzudämpfen und dann weiterhin nur so zu interagieren, dass sie da gar nicht am weiteren Durchdrehen ist. Das ist etwas, was ich auch schon mal nämlich kennengelernt habe und auch da das Gefühl davon kenne. Also dementsprechend möchte ich das so formulieren, dass sie dann auf jeden Fall weiß, dass sie nämlich hier zugehört. Liebe Nazuki, wir schreiben dir diesen Brief, weil wir merken, wie viel Kraft es dich manchmal kostet, hier zu sein. Wir sehen, dass du dich oft hinter einer harten Schale versteckst. Manchmal stößt du uns weg, wirkst abweisend oder ziehst dich ganz still in deine Ecke zurück. Aber wir wollen, dass du weißt, wir sind dir deswegen überhaupt nicht böse. Wir verstehen, dass diese Zurückhaltung dein Schutzschild ist. Du müsstest wahrscheinlich oft genug lernen, dich vor Enttäuschungen und Verletzungen zu schützen.
Du musst deine Mauern bei uns nicht einreißen, wenn du noch nicht bereit dazu bist. Du darfst wütend sein. Du darfst misstrauisch sein. Du darfst dir alle Zeit der Welt nehmen. Deine Abweisung schreckt uns nicht ab, denn wir sehen das große, verletzliche Herz, das du dahinter beschützt. Deine ehrlichen, direkten Gedichte bedeuten uns unheimlich viel und ohne dich wäre der Club unvollständig. Der Literaturclub ist ein sicherer Hafen. Hier musst du dir deinen Platz nicht erkämpfen und niemand wird dich verurteilen. Wir akzeptieren dich ganz genauso, wie du bist, mit all deinen Ecken, Kanten und deiner Vorsicht. Wir sind hier, wenn du uns brauchst, Schritt für Schritt. In Liebe, Juri. Spüre meine Hände auf deinen Schultern. Wir holen jetzt dich wieder in die Realität zurück. Du musst jetzt genau auf mich hören. Versuche ruhig ein- und auszuatmen. So wie ich es in dieser beruhigenden Phase mache. Ja, genau so. Wir machen jetzt genauso weiter wie jetzt. Wir machen das jetzt so lange weiter, bis du dich wieder ganz gut beruhigt hast. Herzlich willkommen jetzt zu dieser Charakteranalyse Nazuki. Vieles davon ist jetzt eine reine Vorzählung auch gewesen, aber man muss ja auch mal bedenken, dass das Ganze nämlich ja auch noch einen Sinn dahinter hat. Und zwar nämlich handelt es sich um den Anime-Archetyp Tsundere. Das ist dann quasi nämlich eine scheinbar aggressive, zickige Anime-Fassade, die sich dann dort bemerkbar macht zu den Protagonisten und auch untereinander im Club, weil sie dann eben nicht jeden heranlässt und auch nicht das Ganze verlieren will, was er auch weiterhin über das Verhältnis auch gelernt hat, was er untereinander nämlich dann ja nicht verlieren möchte. Das macht sich aber dementsprechend auch bemerkbar. Das Ganze folgt einem Schema bzw. im Prinzip, und zwar laut dem Stachelschwein-Prinzip von Schopenhauer. Und zwar ist es so, dass es nämlich dann eher, dass es einem psychologischen Bedürfnis nach sozialer Nähe zu suchen tut, und zwar nämlich zu anderen Leuten. Dementsprechend aber sehr viel Kraft und Energie aufwenden muss, um quasi das Ganze überhaupt bewerkstelligen zu können und auch mal diesen Mut aufzubringen, andere Leute dafür auch so anzusprechen, und nicht gleich in diese aggressive Richtung zu gehen oder gleich diese schnippischen Kommentare loszulassen. Ansonsten ist es nämlich so, dass diese harte Schale, die sie dort eben hat, wo ich auch immer sage, harte Schale, weicher Kern oder so, auf jeden Fall hat sie nämlich dann auch noch dieses Bedürfnis dazu, eher diese Stacheln auszufahren und Konflikte zu vermeiden. Dementsprechend macht sie es aber auch bemerkbar, dass diese Aggression nicht gleich dem Angriff gleicht, weil sie dann dementsprechend nicht die verbale und nonverbale Attacken dort auslösen tut und sie gleich sofort, ja, sofort diese brachiale Gewalt macht oder was auch immer, sondern weil nämlich diese Aggression nämlich darauf hindeutet, dass es eine permanente emotionale Verteidigung eben darstellen tut. Das heißt, sie möchte einfach quasi das, was sie nämlich selber eben noch hat, erschützen, und weil sie sowieso diese ganzen Erlebnisse hat, was später dann sowieso noch in dieser psychologischen Vertiefung stattfindet, ist es echt verständlicherweise auch wichtig, dass sie dann dementsprechend nicht komplett zusammenbricht. Wenn man jetzt Nazuki tatsächlich jetzt mal nach dieser Größentabelle und dementsprechend einen Größenvergleich so untereinander der 4 Mädels macht, dann ist sofort bemerkbar zu machen, dass sie nämlich die kleinste in dem Club ist.
liegt einfach nur daran, weil nämlich das Ganze mit diesen toxischen Verhältnissen, die ich schon gesagt hatte, leider nämlich zu einer Mangelernährung plus dieser ganzen geringen Körpergröße, das nämlich auch der Beweis darstellen tut, dass das Ganze nämlich leider sie nämlich vernachlässigt wurde. Außerdem herrscht nämlich auch ein eher wie so eine Überkontrolle im Elternhaus. Das heißt auch quasi, dass nämlich, egal was ist, auch nämlich dementsprechend auch ein emotionaler Missbrauch stattfinden kann. Und dementsprechend die Vernachlässigung ist aber da aus der körperlichen Sicht zu sehen. Damit es aber nicht komplett die Nerven verliert, was das angeht, versucht sie nämlich durch den Backen, was sie nämlich durch diese ganzen Cupcakes und die Mangas dementsprechend eher aus der ganzen Welt zu fliehen und dementsprechend in die eigenen Fantasie und eigene Welten halt dementsprechend mehr zu fliehen. Und dass das alles eine viel bessere Welt ist als das, was sie gerade momentan durchmachen muss. Wenn man sich das Ganze von dem Verhalten eher so ansieht, wie sie das Ganze versucht mit zu kommunizieren und das Sprechen an sich, was das angeht, dann hat man eine sogenannte Affektregulationsstrategie dort gesehen. Sie hat insgesamt 2 von den Regulationen. Das erste ist die dysfunktionale Fremdregulation und das zweite ist die hochfunktionale Selbstregulation. Das erste, was sie da genannt hatte, das handelt sich einfach darum, dass sie da versucht, durch diese Fassade, die sie hat, diese Sandere, was sie nämlich da so geben tut, dementsprechend immer weiter abperlen zu lassen, egal was da für komische Kommentare kommen mögen oder generell auch vielleicht Nettigkeit kommen tut. Das macht sie vor allem dann erst bemerkbar, wenn man zu ihr sagt, oh, guck mal, ist sie nicht so süß? Oh, ist sie niedlich? Ja, und dann ist sie so richtig so, ach, hör auf, das doch so zu sagen. Es gibt dann noch diese hochfunktionale Selbstregulation. Das ist dann quasi das mit der Manga-Flucht, bei der man nämlich dann versucht, in die andere Welt einzutauchen und dementsprechend dann sich selbst eben zu sein, dem Hobby dazu zu stehen und ihren Interessen nachzugehen. Nun kommen wir hier zu den psychologischen Themen, und zwar in dem Kontext jetzt, wie das im inneren Verhalten so ist, beziehungsweise wie sie sich auch fühlt und was sie auch versuchen tut, damit sie halt dementsprechend die Nerven beibehält. Als allererstes haben wir nämlich hier die kognitive Dissonanz, beziehungsweise der innere Konflikt, den sie dort nämlich bewältigen muss. Zum einen macht sie das auch so ein bisschen bemerkbar, auch von dem Verhalten aus gesehen, dass sie nämlich hier selbst die Schuld einredet. Und zwar nämlich im Sinne von, das, was nämlich zu Hause geschieht und das, was auch von außen immer gesagt wird, scheint immer das Richtige zu sein, weil sie selber überhaupt gar nicht klarkommt und dann viel mehr ausgegrenzter ist. Dementsprechend einfach wie ein Außenseiter sich fühlt. Und das ist etwas, was ich auch tatsächlich nämlich auch kennen tue tatsächlich. Es ist nämlich so, dass man dann, wenn man so ein komisches Verhalten eben bringt oder wenn man eine psychische Behinderung wie ADHS hat, dann kann ich das auch nachvollziehen. Man versucht halt irgendwann diese ganze Schuld auch sich selbst einzureden. Aber im eigentlichen Sinne, und ist es ja auch wirklich so, sind nämlich immer wieder so die anderen Leute mit ihren Sichtweisen schuld daran, dass das Ganze immer wieder eskalieren tut. Mit irgendwelchen Gedankengängen und irgendwelchen Vorwürfen und Vorurteilen, die man dort hervorbringen tut. Aber sie versucht ja die ganze Schuldzuweisung nämlich zu sich selbst zuzureden. Und sie versucht nämlich eine gewisse Form von einer emotionalen Distanzierung aufzubauen. Sprich halt etwas, was sie jetzt gerade von den Gefühlen und den Gedanken, die sie halt selber hat, das möchte sie jetzt nicht so leicht nach außen bringen. Sie hat immer wieder Probleme damit, die Gefühle direkt zu akzeptieren, dann so zu geben, quasi mit fröhlich, traurig, wütend, dass das alles so zum Vorschein kommt. Sie versucht immer wieder nur in diese Aggression weiterhin eben zu bleiben. Das macht sich übrigens aber auch bemerkbar, als nämlich dann Sayori dort mit im Raum war und dann Nasuki sie gefragt hat, wie sie damit bloß umgehen kann, und dann will sie genauso sein wie Sayori mit ihren Gedankengängen. Sie sagt dann aber, also Sayori sagt dann nämlich zu Nasuki, zu ihr direkt, ich bin mehr als meine Gefühle. Du bist mehr als deine Gefühle. Aber du bist mehr als deine Gefühle. Sag es dir selbst, und zwar laut. In Ordnung. Ich bin mehr als meine Gefühle. Sie blockiert quasi auch ihre Sehnsüchte. Das heißt also, das, was im Alltag dort geschehen tut, dass es alles mit dieser Liebe, Schutz und Geborgenheit nicht gegeben ist und dementsprechend im Alltag überhaupt funktional überleben möchte. Außerdem weist sie auch eine chronische Alarmbereitschaft auf. Das heißt, das, was im Inneren nach oben bringt, wirklich so ein Gefühl wie, dass das alles nach oben geht und ja, dass es alles so in den Nerven dann auf einmal so starr sich anfühlt.
als wäre man so im Freeze-Modus, so nennt man das auch. Das hängt einfach immer wieder davon ab, dass sie dann diese ganzen Verhältnisse zu ihrem Vater, das nämlich die häusliche Gewalt und Vernachlässigung und Unterernährung und so weiter auch darstellen soll. Mehr gibt es heute nicht. Mehr hast du auch nicht verdient. Und guck mich jetzt gefälligst nicht so an. Ansonsten nehme ich dir das auch noch wieder weg. Verstanden? Du warst heute wieder so spät zu Hause. Was glaubst du eigentlich, was du gerade hierbei gedacht hast? Wenn ich herausfinde, dass du wieder mit deinen Freunden abhängen tust, dann wirst du ein blaues Wunder erleben. Ab morgen bist du nämlich hier dann zu Hause. Und zwar pünktlich nach der Schule. Gleichzeitig aber auch ihre Freundinnen, die dann wiederum das, was ihre Hobbys sind und von den Interessen, das nicht weiter verständlich ausdrücken können und das auch gar nicht wirklich akzeptieren können. Oh ja, bist du jetzt endlich in den Literaturclub eingetreten oder nicht? Hä, natürlich bin ich das. Wieso denn nicht? Ha, hab ich dir doch gesagt, dass sie da mitmachen wird. Du wusstest doch, dass sie nur da mitmachen will, weil du nicht aufgehört hast, sie mit dem Anime-Club aufzuziehen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich überhaupt nie in diesen blöden Club eintreten wollte. Ja, sicher. Tja, du solltest mir schon etwas Anerkennung dafür geben, dass ich zumindest versuche, diesen Müll hinter mir zu lassen. Haha, stimmt. Ja, tja, Glückwunsch, dass du eigentlich den Abschluss in der Mittelschule geschafft hast, Nasuki. Wir sind stolz auf dich. Haltet den Mund und lasst mich einfach mein Ding machen. Ich mache ja nur Scherze. Du weißt doch, dass wir dich lieben. Ja, und wenn der Literaturclub dich zu einer bestimmten Schriftstellerin gemacht hat, dann werden wir die Ersten sein, die dein Buch kaufen. Was? Du willst ihre anzügliche Fanfiction kaufen? Ja, aber sicher doch, ich will ein signiertes Exemplar. Das ist doch schon Jahre her. Denkst du nicht, dass ich mittlerweile zu alt dafür bin? Ich hab doch gesagt, dass ich nur Scherze mache. Außerdem zeigt das gut, wie weit du seitdem gekommen bist. Wir wollen erst gar nicht davon reden, dass du das ohne uns nie geschafft hättest. Das gibt uns schon das Recht, ein wenig aufzuziehen. Ja, genau. Sie werden so schnell erwachsen. Mir steigt direkt das Wasser in die Augen. Das ist reines Mobbing, was dort abgeht und dementsprechend wird es immer wieder weiter weiter runtergezogen, was das Ganze angeht. Denn Mobbing ist einfach so in dieser Tatsache zu sagen, dass dann einfach die Person, die da zu dem Opfer fällt, was ja Nasuki dementsprechend ist, sie ist ja das Opfer da drin, ja, versucht sich dementsprechend dann immer wieder einzureden, dass es doch nämlich dann immer in eine Art Flucht ist, wo sie da reinkommen kann wegen der Mangas und den Interessen, die sie halt hat. Aber egal in welcher Hinsicht das ist, ich kann jetzt mal so sagen, wenn man nämlich immer wieder Leute hat, die immer wieder andere mobben und runterziehen wollen und generell versuchen wollen, dass eine Demütigung stattfindet, liegt aber daran, dass diese Mobber selbst die Probleme an sich haben und immer wieder eher eifersüchtig sind gegenüber den anderen Leuten, denen es gut geht, denen es generell vielleicht sogar, dass sie Interessen haben, dass die dementsprechend diese Hobbys weiter vertreten tun und dafür sogar stark dafür eben einstehen können und so weiter und so fort. Man muss sich immer bedenken, dass Mobber in dem Sinne ein schwaches Gemüt haben und das einfach nur damit assoziieren, damit anderen es eben schlechter geht, als mir schlecht geht. Dann ist es halt wiederum ein Gewinn für denjenigen, die das sich darüber lustig machen können oder sonst irgendwie. Das ist so, also zumindest habe ich das mal so erlebt, das ist der wahre Grund zu Mobbing. Ich könnte jetzt auch nicht so ganz genau sagen, was man da so komplett machen könnte, außer dass man das immerhin sagen kann, aber auch wiederum, dass man versuchen sollte, sich zu wehren und vor allem auch mit Selbstverteidigung vielleicht auch nochmal anzustreben oder generell einfach mal auch zu den Situationen Nein zu sagen wieder, ne? Was wir auch bei Sayori auch hatten, einfach mal zu versuchen, Nein zu etwas zu sagen. Ansonsten ist man versucht, wie eine Art der Gruppendynamik zu haben, dass man dann sagt, okay, du bist ja voll out und so, weil du jetzt nicht anfängst zu rauchen oder sonst irgendwas oder nicht anfängst zu saufen. Ja, und schon kann es da wieder sein, dass man dann auf eine schiefe Bahn gerät und dann ist das ganze Leben doch versaut. Und das will man doch nicht, oder? Also eigentlich, was ich jetzt damit sagen wollte, ist, versucht einfach, ihr selbst zu bleiben. Wenn ihr etwas gefunden habt, wo ihr euch begeistern könnt, wofür auch stehen könnt, dann zieht durch. Ganz einfach.
um das jetzt auch mal so zusammenzufassen, ist da nämlich auch bemerkbar zu machen, dass er eine aggressive Verhaltensstörung hat mit einer extremen emotionalen Instabilität. Das heißt, währenddessen, dass das sichtbar gemacht wird, wie jedes Mal mit ihren schnippischen Kommentaren und vor allem auch wie sie sich immer wieder von den Gesichtszügen ja halt eben bemerkbar macht, auch das, wie sie einen anguckt und so und sofort in diese wütende Richtung halt eben geht. Sie hat so eine gewisse Form von Missverständnissen, ne, dass man da zu ihr sprechen tut. Aber generell können auch Wörter eben auch sehr triggern, was das Ganze angeht. Ja, deswegen fährt sie immer wieder so richtig eskalierend hoch mit ihrer Wut, mit ihrer Aggression und kennt auch nichts anderes und möchte es gar nicht rauslassen, so. Es funktioniert nichts anderes. Wenn wir zum Beispiel bei Akt 2 hier sind, dann macht es sich auch dementsprechend auch dann irgendwann bemerkbar, dass sie dann herumglitschen tut, weil da diese komischen Quadrate dort auftauchen, beziehungsweise dass dann eigentlich eher nichts dort mehr vorhanden ist. Also die Augen und der Mund werden ja quasi das immer so glitschig mäßig dargestellt. Und das hat den Hintergrund, dass da einfach nicht mehr so drauf geachtet wird, was da eigentlich so dahinter befindet oder auch gar keinen Respekt mehr stattfinden tut. Das heißt einfach, dass da einfach nur eine gehende Leere ist und dass er einfach nur für sich selber eben da das Ganze nur noch da sein sollte und dass einfach niemand sonst ihr da hilfreich da ist. Ich meine, gut, bei Akt 2 ist es natürlich sehr hart eskalierend, aber ich finde schon, dass es nämlich dann echt heftig ist, weil generell auch bei Akt 2 macht sie das auch wiederum bemerkbar, wie sie dann über ihr Vater redet, denn dass es sie grün und blau schlagen würde, wenn sie nur über ihre Hobbys damit nach Hause nehmen würde. Oder sie kriegt auch überhaupt gar kein Geld mit zur Schule, damit sie überhaupt was an der Kantine Essen holen kann oder so. Oder meinetwegen am Snackautomaten was holen kann. Sie muss immer wieder das Geld selbst zusammenkratzen, wenn das irgendwer was fallen gelassen hat. Und kann dann wenigstens einen Keks holen, wie man es bei Akt 1 gesehen hat. Und das ist wiederum etwas, was einfach nur... Da findet man einfach gar keine Worte mehr für sowas. Wirklich. Also das ist so extrem, aber trotzdem gibt es sowas halt auch im echten Leben, ne? Dieses Ganze mit der toxischen Verhältnis halt eben, diese Beziehung, die man da untereinander hat. Egal, ob das jetzt meinetwegen Kind und Vater ist oder ob es auch meinetwegen Mann und Frau ist in einer Beziehung. Immer diese ganze Toxizität, die da stattfindet, das macht einfach keinen Sinn in meinen Augen. Man versucht da immer wieder so diese ganze herrschende bzw. dominante Seite aufzubringen. Und das, was einfach da von der anderen Seite ist, die 50%, die sowieso da dazugehören zu einer Beziehung, immer, möchte man einfach nur die ganze Zeit nur niedergeschlagen und was soll ich noch sehen. Also das ist einfach niederträchtig sowas. Das ist einfach nur abartig. Nun wollen wir uns direkt auch mal hier, weil es sich immer noch um einen Literaturclub handelt, handelt es sich jetzt mal um die literarische Analyse wieder. Deshalb einfach jetzt wieder, wie ich das hier nur über jedes Gedicht 1 Minute reden werde. In dem ersten Gedicht Adler können fliegen wird dann auch bewusster, warum es sich dann auch drehen tut mit einem einfachen Kinderreim. Und dass auch eine treue Erkenntnis dahinter stecken tut. Das Gedicht wirkt fast schon kindlich einfach. Nasuki nennt verschiedene Tiere und ihre natürlichen Talente. Wie Affen können klettern. Adler können fliegen. Sie nutzt kurze Sätze. Damit will sie zeigen, dass tiefe Gefühle keine komplizierten Wörter brauchen. Die vorletzte Zeile zerstört die Harmonie. Menschen können es versuchen. Tiere tun das, was sie tun, ohne nachzudenken. Der Mensch hingegen muss für alles hart arbeiten, zweifeln und scheitern. Der Rhythmus bricht hier bewusst ab, um Frust spürbar zu machen. Die letzte Zeile, aber das ist auch schon alles, zeigt Nazukis Erschöpfung. Er spiegelt ihre eigene Situation wider. Sie leidet unter ihrem Vater und fühlt sich im Club oft klein. Sie ist müde davon, sich immer anstrengen zu müssen, während anderen alles leicht fällt. Das zweite Gedicht, Amy mag Spinnen, erzählt dann nämlich auch eher aus der Sichtweise von einem Erzähler. Und zwar in einem Gedicht lehnt sie die nette Amy komplett ab, nur weil sie Spinnen mag. Selbst als Amy ein Pflaster spendet, wird sie verstoßen. Das Gedicht zeigt die hässliche Fratze von Intoleranz. Es macht wütend, weil die Strafe, also die Einsamkeit, überhaupt nicht passt in dieser Situation. Das ist Nazukis persönliche Geschichte, das dann eher so umschrieben ist. Die Spinnen stehen für ihre Liebe zu Mangas. Sie hat Angst, dass die anderen Clubmitglieder sie als kindisch abstempeln und nicht mit ihr befreundet sein wollen. Sie projiziert ihre eigene Angst vor Ablehnung auf die Figur Amy. Allerdings gibt es auch noch die Theorie zu Yuri, denn die sehen hier eine düstere Ebene. Amy könnte für Yuri stehen und die Spinnen für Yuri ist Drang zur Selbstverletzung.
Nasuki bemerkt Yuris Wunden, es berührte eine Hand. Das Gedicht zeigt Nasukis Hilflosigkeit und die Angst der Gesellschaft vor psychischen Problemen, was wiederum einfach nur als Fantheorie abgestempelt ist. Ich werde dein Strand sein ist das 3. Gedicht von ihr. Nasuki verlässt ihre gewohnte zügige Art, dass die sondere Fassade dementsprechend so entspricht. Sie bietet dem Spieler einen Strand an. Das ist eine Metapher für Sicherheit, Wärme und mentale Ruhe. Sie merkt, dass der Spieler von Sorgen und Ängsten erdrückt wird und will sein Schutzschild sein. Die Zeilen werden ungewohnt weich und bildhaft. Mit Worten wie, wenn du deine Lippen auf meine presst, gesteht sie ganz offen ihre Liebe. Sie möchte, dass der andere all seine schweren Gedanken im Sand vergräbt. Das zeigt hier eine riesige emotionale Reife. Das Gedicht endet mit dem Wunsch, dass der andere lernt, dich selbst wieder zu lieben. Das ist bittersüß, ein sogenanntes Oxymoron. Nasuki hat selbst ein schreckliches Zuhause und wenig Selbstwertgefühl. Indem sie versucht, den Spieler zu retten, sucht sie insgeheim nach ihrem eigenen Wert. Wegen dir ist das 4. Gedicht von ihr. Nasuki beschreibt eine Welt, die kalt, laut und bedrohlich wirkt. Sie fühlt sich oft unverstanden und zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück. Ihre Welt ist voller Mauern, die sie aufgebaut hat, um sich vor Schmerz und den harten Worten ihres Vaters oder anderer Menschen, wie ihre Freundinnen, zu schützen. Dann wechselt der Fokus auf den Spieler. Allein seine Gegenwart verändert alles. Wegen dir fängt sie an, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Der Spieler gibt ihr das Gefühl, sicher zu sein. Sie muss sich nicht mehr verstellen oder sich für ihre Hobbys schämen. Das Gedicht ist eine Hymne auf die Hoffnung. Es zeigt, wie wichtig Beistand ist. Nasuki wird durch die Zuneigung des Spielers mutiger. Sie ist bereit, ihre inneren Mauern einzureißen. Es ist ihr ehrlichster Dank dafür, dass sie im Literaturclub endlich so sein darf, wie sie ist. Das letzte Gedicht trägt den Namen Der beste Ort der Welt. Nasuki beschreibt die Orte nach dem idealen Ort. Man denkt oft an Urlaub, Strände oder ruhige Zimmer. Doch all diese physischen Orte bleiben leer, wenn man einsam ist. Sie räumt mit der Illusion auf, dass man vor seinen Problemen einfach weglaufen kann. Der beste Ort entpuppt sich als der Literaturclub. Obwohl sie sich oft mit Yuri streitet oder Monika anstrengend ist, fühlt sie sich hier aufgehoben. Zwischen Teetassen, Gedichten und Mangas hat sie eine kleine Ersatzfamilie gefunden, die ihr echtes Zuhause ersetzt. Am Ende macht der Spieler diesen Ort erst perfekt. Nasuki stellt fest, Geborgenheit entsteht durch Beziehungen, nicht durch Wände. Das Gedicht ist eine Liebeserklärung an den Club und dem Spieler. Es zeigt, dass sie trotz ihrer rauen Schale unendlich dankbar für diesen Zufluchtsort ist. Und dementsprechend sich so auch so zeigen kann, wie sie wirklich auch vom Äußeren wie auch so vom Inneren sein kann. Dementsprechend muss sie sich nicht mehr verstecken. Es gibt hier tatsächlich nämlich eine einzige Sache, die ziemlich ins Auge sticht. Und zwar nämlich, dass Nasuki hier kein Tod bekommt quasi. Also das ist natürlich schon ziemlich gut an der Stelle, aber Monika ist wieder mal der Katalysator, was das Ganze angeht. Und bringt nämlich zu Nasuki bis zum Zerbersten, das was in diese extremen Richtung geht, was diese ganze Toxizität angeht. Treibt es richtig auf die Spitze. Selbst das Verhältnis, was in einem Club halt eben versucht und vor allem was halt so angestrebt wurde. Ja, jetzt erfährt sie da keine Nettigkeit, jetzt erfährt sie da keine Freundlichkeit oder irgendwas, was da weiter noch aufgebaut werden konnte. Sondern jetzt ist es halt andersherum. Man versucht ihr nämlich die ganze Zeit das Leben noch weiterhin noch zur Hölle zu machen. Mit anderen Worten gesagt, das ist die Verstärkung der Instabilität. Das ist die Verstärkung des Ganzen. Um quasi nämlich die häusliche Gewalt, den emotionalen Missbrauch, den Mobbing und Unterernährung weiterhin auf die Spitze zu treiben, bis Nasuki komplett elendig zusammenbricht und auf dem Boden bewusstlos daliegt. Und dann kennt wahrscheinlich jeder diese Szene, sage ich jetzt mal. Und zwar nämlich diese berühmte Szene, der Genickbruch bei ihr. Vergiss es. Es ist alles gut. Spiel nur mit mir. Spiel mit mir. Du hast die ganze Zeit meine Zeit mit Yuri verbracht. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Das ist nämlich ein Symbolbild, wenn man schon fast sagen, weil dann nämlich dieser Tod gar nicht so vorhanden ist, sondern es soll einfach nur darstellen, wie heftig diese Situation eskalieren tut quasi.
Also ich habe das jetzt auch nochmal immer wieder so in dem Kopf, dass es dann schon eine ganz schön heftige Sache ist, weil manchmal, wenn man nämlich da sieht, wie diese ganzen Opfer, die zum häuslichen Gewalt eben da so unterlegen sind, das geschieht immer hinter verschlossenen Türen. Man kriegt das im eigentlichen Sinne nicht so richtig mit, es sei denn, man öffnet sich tatsächlich mal auf jeden Fall aus diesem Schweigen, dass man da mal rauskommt und dann erzählt man es den Freunden oder generell einer Vertrauensperson oder vielleicht auch dann irgendwann mal, wenn das dann auch gelingen tut, was ich auch zu hilfreichen Methoden später habe, dass man das zu dem Psychologen oder Psychotherapeuten oder irgendwie so in der Form, dass es dann auch schon mal dann geöffnet wird für das, was da passiert ist. Und es ist super schwer, das Ganze dann weiterhin noch zu bewerkstelligen in dem Kopf, das so zu thematisieren, wirklich zu sagen, ohne gleich sofort die Ängste wiederum zu haben, ja, der könnte mich direkt töten. Oh mein Gott. Wenn man den Mut aufgebracht hat, kann man immer wieder zusammen was erreichen. Deshalb ist es super wichtig, einfach wirklich dann mit der Person, mit der man am meisten vertrauen kann, zu sprechen. Und vor allem, wenn es wirklich zu sehr eskalieren tut, dann ist es jetzt nicht gerade wirklich so schädlich, dass man auch mal zur Polizei geht. Wie gesagt, wenn es wirklich super eskalierend ist, wenn das schon körperliche Gewalt herrschen tut und vor allem sieht, dass da diese Schaden da hervorgerufen wurden und generell auch sogar Freiheitsberaubung und was weiß ich noch alles gemacht wurde, weil das kann alles nämlich zutreffen für eine häusliche Gewalt. Ich meine, es ist immer wieder unterschiedlich, aber trotzdem sucht euch bitte diese Hilfen, die ich jetzt gesagt habe. Es schadet wirklich nicht. Und wenn man das mal sogar als Team da interagieren tut, dann hat man auf jeden Fall die Pluspunkte dabei. Dann kann man auf jeden Fall dann wieder ein besseres Leben führen. Und das, was ich jetzt gerade so gesagt habe, das ist dann nämlich dann im Spiel so zu assoziieren, dass nämlich Monika einfach die Datei löscht. Sie ist einfach weg vom Fenster quasi, weg vom Spiel. Einfach nur. Das ist nämlich diese bitterste Metapher dazu, was ich ja vorhin gesagt habe. Es wird einfach komplett hinterrücks gemacht und stehen dann alleine da, ohne dass irgendwas halt ist und Hilfe da zur Stelle ist. Das ist etwas, was echt... Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da geht mir echt der Schauer über den Nacken. Ehrlich. Nun gut, ich würde aber jetzt trotzdem halt diese Sache halt sagen mit diesen hilfreichen Methoden, weil es einfach nur wichtig ist, dass man auch wirklich dann auch mal aufsteht und den Mut erbringt und das Ganze auch durchzieht. Zum Ersten, was ich hier sagen kann, ist die traumafokussierte Verhaltenstherapie. Das heißt, dass quasi die Etablierung von dem inneren und äußeren Sicherheit da gewährleistet sein muss. Dementsprechend muss man auch wissen, wo lag jetzt wirklich dieser Trauma, dieser Zustand, der da ausgelöst wurde. Ist es eine auditive Sache? Ist es vielleicht etwas, was nochmal gewaltsam angetan wurde? Ist es eher eine Art, dass man bis zum Burnout gejagt wurde? Da gibt es ziemlich viele Dinge, wo man dann denkt, man hat da zu viel im Kopf halt stattfinden lassen und dann brennt es hier oben quasi. Und die Erlebnisse, die man dann weiterhin abgespeichert hat, können dann bis zu diesem Trauma enden und man kann sogar Traumata bekommen, wenn man das sogar noch weiterhin noch in die Höhe treiben lässt. Deshalb muss man das Ganze sowohl mit den äußeren Faktoren als auch den inneren Faktoren irgendwie versuchen, das abzugleichen und daraus eine Lösung zu finden, wie man nämlich wie man ihr dann wie bei Nazuki helfen kann. Das ist das Einzige, was man dann auch wirklich versuchen kann, an dem Sinne, wenn es die Kopfsache ist. Was man sonst noch machen könnte, wäre die EMDR. Das ist nämlich Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Das heißt so auf Deutsch gesagt, dass das Ganze nämlich dann mit diesem Punkt, der dann von links nach rechts wandert, so dass man dann mit den Augen beispielsweise mitverfolgen muss. Das heißt, das sind geleitete Augenbewegungen und dementsprechend eine bilaterale Stimulation, die da weiterhin dafür sorgt, dass man dann dementsprechend den Fokus darauf legen tut, dass die Amygdala nicht weiterhin erobern tut, sondern weiterhin eher, dass das Gefühlszentrum blockiert wird und dann eher in eine logische Richtung gehen tut. Um dann quasi das Ganze so zu erklären, dass es alles eine ganz andere Sichtweise dazu hat und dementsprechend erklären kann, wo der ganze Trauma liegen tut. Obwohl man die ganze Zeit diese Augenbewegung hatte, dass man dann weiß, okay, die Gedanken werden dementsprechend anders aufgefangen, aber dementsprechend auch, dass es hilfreich ist, dementsprechend tiefer greifen zu können, ohne dass gleich sofort Traurigkeit, Wut oder Entsetzen kommen kann oder wie auch immer. Ich habe eine Menge der traumatischen Erfahrungen miterleben müssen. Diese ständige toxische
was zu Hause stattfindet. Es ist einfach nur grausam für mich. Ich versuche immer wieder eine Art der Unterkunft zu finden, in der ich einfach nur ich sein kann, aber egal, ob es mein Vater ist oder ob es überhaupt meine Freundinnen sind, jeder versucht mich ständig nur da weiterhin runterzuziehen, egal was es ist. Also muss ich immer wieder versuchen, immer wieder etwas dagegen halt immer zu tun, und da dachte ich, dass der Club vielleicht auch entscheidend wäre, eine gute Wahl darunter zu treffen. Aber dennoch möchte ich gerne dafür nämlich meine Leidenschaft da gut ausleben können. Und zwar nämlich den Mangas. Aber das ist etwas, was dann nämlich andere Leute immer nur vielmehr gar nicht als Hobby sehen, sondern einfach nur als nutzlose Tätigkeit. Und deshalb habe ich immer Angst davor, nämlich dass selbst nämlich mein Vater ausrasten könnte und mich direkt grün und blau schlägt. Oder generell, dass meine Freundinnen mich komplett entblößen könnten oder so, was wegen meiner ganzen Hobbys, die ich habe. Was ist, wenn die direkt verärgert sind und die einfach denken, okay, ich habe einfach nichts, das, was denn nämlich interessant wäre für die, und mich immer noch weiter schikanieren dadurch. Ich möchte doch einfach nur mein eigenes Leben und meine eigenen Interessen weiterhin vertreten dürfen und das Ganze so ausnehmen, egal was da für Hinterkopf in den Gedanken da rumspukt. Aber wie soll ich das bloß tun? Ich habe halt so große Angst davor. Ansonsten kann ich jetzt hier nochmal, wenn es dann auch nochmal angestrebt werden würde und als Vorschlag gegeben werden kann, eine körperorientierte Traumatherapie anbieten. Das ist etwas, was nämlich nach Peter Levine, nämlich dann, wo er diagnostiziert wurde, dementsprechend hat er das wohl da herausgefunden, dass das nicht nur hier kopfmäßig alles stattfindet, sondern auch, wenn die Nerven so quasi mit dem Zucken hier ist und Panikattacke kommt und die ganze Zeit nur am Zittern ist, dass es alles im Körpergedächtnis abgespeichert ist. Dementsprechend muss er nicht nur eine Kopfsache sein, sondern auch im Körper dementsprechend auch so interagieren, um zu sagen, dass die Nerven weiterhin ruhig bleiben sollen und nicht blank werden oder generell starr werden. Nur weil das Ganze dann wieder Kontakt eben zu anderen Leuten hat und dann nochmal diese ganzen Stacheln ausfährt, wegen der Konfliktvermeidung, ne, dem Stachelschwein-Prinzip. Es ist halt nur wichtig, dass das alles dann so weit gebracht wird, wenn es bis zum Höchsten getrieben wurde. Ansonsten sind das diese hilfreichen Methoden. Das war es jetzt aber auch tatsächlich mit Nazuki. Also man sieht auf jeden Fall an, dass sie nämlich hier versuchte, weiterhin noch das Leben zu leben, ihren Alltag überleben zu können in dieser ganzen Sache. Egal, ob sie die emotionale Distanzierung ist, ob es jetzt weiter mit dieser hochfunktionalen Selbstregulation ist und so weiter und so fort. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass nämlich auch solche Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Wenn man dann sieht, dass sie dann auf einmal mit ihrem Verhalten komplett anders werden, dass sie dann abweisender sind, dass sie dann vielleicht auf einmal aggressiver wirken und dementsprechend jemanden wegstoßen und so weiter und so fort, dann wäre es wirklich eher sinnvoller, dass man das entweder untereinander versucht zu klären und dann eine Hilfe zu sein, wenn man auch wirklich Freunde hat und nicht so wie sie, dass das über die Mangas dann lustig macht. Oder dementsprechend doch, wenn es dann eskalierend ist, wie ich schon mal gesagt habe, dass man dann doch eher zu einem Arzt geht oder generell zu einem Psychotherapeuten geht und das Ganze abklären lässt, wie notwendig die Situation ist. Bitte tut das einfach nur für euch selber auch. Es mag zwar schwer sein, man muss natürlich erstmal den inneren Schweinehund überwinden. Ich meine, ich kenne das selber von mir aus, dass ich das alles auch schon mal erlebt habe, auch mit dieser offenen Psychiatrie und so weiter. Ich kann es immer wieder sagen, es war mir dieser Tipp, der mir gegeben wurde, und zumindest kann man jetzt so weiterhin wieder ganz normal wieder in dem Alltag und generell ja, halt wieder so leben, wie man seitdem gut kann, ne? Also, ja gut, man kennt es ja, ne? Gut, dann will ich einfach sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Video. Ciao, Leute!